Wenn du den Koran liest, triffst du auf Geschichten, die du nicht verstehen wirst. Die Menschen aber zur Zeit Mohammeds, die kannten diese Geschichten. Woher hatte Mohammed diese Geschichten und wie hat er sie in den Koran verarbeitet? Viele Geschichten im Koran haben Ähnlichkeiten mit Legenden, die vor dem Koran existierten, aber nicht in der Bibel zu finden sind. Hat Mohammed die Texte gehört und für den Koran benutzt? Einige Muslime zitieren gerne den Islamwissenschaftler Rudi Paré. Wir haben keinen Grund zur Annahme, dass ein einziger Vers vom Koran nicht von Mohammed stammen könnte. Doch was meint Rudi Paré damit? Hier steht nicht, dass Allah Mohammed inspiriert hat, sondern nur, dass der ganze Koran von Mohammed kommt. Wer hat dann Mohammed inspiriert? Lesen wir dazu ein anderes Buch von Rudi Paré, seinen Koran-Kommentar. Zu den Versen im Koran hat er in seinem Koran-Kommentar Anmerkungen aufgeschrieben. Und wir haben hier einige Beispiele, die wir vorlesen. Hier erst einmal der Korantext. In Kapitel 5, also in Sure 5 des Korans, geht es um die Söhne Adams, Kain und Abel, sowie um das Opfer, das sie vor Gott bringen. Abel bringt ein Opfer vor Allah, das angenommen wird, und Kains Opfer nicht. Deshalb will Kain seinen Bruder Abel totschlagen. Und jetzt lese ich aus dem Koran, Sure 5, Vers 31, denn diese kleine Zusatzgeschichte finden wir nicht in der Bibel. Allah schickte nun einen Raben, der in der Erde scharrte, um ihm zu zeigen, wie er, Kain also, die Leiche seines Bruders verbergen könne. Er sagte, wehe, war ich denn nicht imstande, so klug zu sein wie dieser Rabe und die Leiche meines Bruders zu verbergen? Und er empfand nun Bedauern und Ärger. Es geht um die Frage, was Kain mit dem toten Körper tun sollte, denn er hatte ja noch nie eine Beerdigung gesehen. Allah schickte einen Raben, der ihm zeigte, wie man eine Leiche vergräbt. Hierzu wird in dem Buch von Rudi Paré aus einer jüdischen Legende zitiert. Ich lese aus der Midrash, einem jüdischen Text, der nicht in der Bibel enthalten ist. Als Kain Abel erschlagen hatte, lag dieser da, ohne dass Kain wusste, was er tun solle. Da bestimmte Gott 2 reine Vögel für ihn, von denen einer den anderen tötete, und der Überlebende grub die Erde auf und begrub ihn, den Getöteten. Und von ihm lernte Kain und grub die Erde auf und begrub Abel. Interessant, nicht wahr? In dieser jüdischen Legende weiß Kain auch nicht, was er mit der Leiche seines Bruders tun sollte. Gott schickte aber 2 reine Vögel, von denen er lernt, wie man jemand begraben kann. Übrigens, diese jüdische Legende existierte schon viele Jahrhunderte vor Mohammed und du kannst sie ganz einfach im Internet finden. Mohammed hat die jüdische Legende von Kain und Abel also gekannt. Er gibt sie hier offensichtlich wieder, wenn auch etwas verändert. Lesen wir weiter im Koran-Kommentar. Mohammed hat nicht nur jüdische Legenden verwendet, im Koran sind auch Legenden zu finden, die sich Christen untereinander erzählt haben. So finden wir im Koran die Geschichte der 7 Schläfer. Das waren laut Koran Männer, die sich in die Höhle zurückzogen und sagten, Herr, schenk uns Barmherzigkeit. Diese Männer suchten Zuflucht bei Gott. Er hat diese Männer dann für viele Jahre in der Höhle schlafen lassen. Da schlugen wir ihnen in der Höhle aufs Ohr, sodass sie für eine ganze Anzahl von Jahren betäubt waren. Nachdem sie lange geschlafen haben, hat Gott sie wieder auferweckt und sie sollten errechnen, wie lange sie in der Höhle waren. Hierauf weckten wir sie auf, um in Erfahrung zu bringen, welche am ehesten errechnen würden, wie lange Zeit sie in der Höhle verweilt hatten. Am Ende sagt der Koran, dass sie hunderte Jahre in der Höhle geschlafen hatten. Es waren ganz genau 309 Jahre, bevor sie wieder aufgewacht sind. Und sie verweilten 300 Jahre in der Höhle und 9 dazu. Ich zitiere jetzt noch einmal aus dem Kommentar von Rudi Paré. Die Verse 9 bis 26 beziehen sich auf die Geschichte von den 7 Schläfern, eine christliche Legende, nach der 7 gläubige Männer der Christenverfolgung unter Kaiser Decius entgingen, indem sie sich in einer Höhle versteckten und dort in einen Tiefschlaf versanken. Im Großen und Ganzen ist der Inhalt der Legende in der koranischen Wiedergabe deutlich erkennbar. Bitte google einmal selbst nach der Legende von den 7 Schläfern von Ephesus. Diese Geschichte war schon Jahrhunderte vor Mohammed weit verbreitet. Die Christen zur Zeit Mohammeds kannten diese Geschichte.
Schon vor Mohammed gab es Theorien darüber, wie viele Jahre die Männer in der Höhle geschlafen haben. Und waren es 7 oder 8? Waren sie allein oder war ein Hund dabei? Mohammed hat mitspekuliert. Er hat diese und viele andere Geschichten den Menschen seiner Zeit gepredigt, um sie für den Islam zu gewinnen. Diese Predigten Mohammeds werden heute Koran genannt. Es kommt ein letztes Beispiel, dieses Mal eine heidnische Legende im Koran in Sure 18, eine Geschichte von Alexander dem Großen. Aber dafür musst du den nächsten Teil anschauen.